Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und mit einem neuen Festival. Und ja, ich weiß, es ist, kriminell, dass ich darauf noch nicht reacted habe. Nämlich, wir sind beim Open Beats Festival 2024. Ähm, Ich weiß gar nicht, ob's jetzt schon war oder ob's nicht war. Ist ja auch relativ egal. So die älteren Sachen reacte ich gerne darauf. Wir sind beim Aftermovie. Äh, Ich glaube, damit fange ich auch immer so ein bisschen eher an, einfach aus dem Grund, man sieht einfach mal alles, ne? Du wirst auch in die Musik reingezogen, wenn die das vernünftig machen. Und du merkst auch an den Aftermovie, ob du dir es geben solltest oder nicht, also ob die sich Mühe geben. Bin ich ganz ehrlich. So, aber das Open Beats, ja, wie gesagt, ist ein deutsches Festival. Deswegen ist es kriminell, dass ich darauf noch nicht reacted habe. Findet in Nürnberg statt, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja, bin sehr gespannt, in was für eine Richtung das geht, wie das aussieht, whatsoever. Und ja, wir ziehen uns die ganzen Sachen natürlich rein. Aber auch hier wieder, wenn ihr noch mehr irgendwelche Festivals habt, wo ihr denkt, ey, das könnt ihr, oder, ne, wo ihr sagt, ey, darauf hast du noch nicht reacted, schau dir das nochmal an. Und dann werdet ihr sehen, wenn eine Reaction kommt, ob ich es feiere oder nicht. Wenn keine kommt, dann ist das Thema so, ist der Drop sowieso gelutscht. Ja. Aber Open Beats. Wir gehen rein. 4K ist on Stage. Lautstärke ist go, go. Why am I doing this? Okay. Schöne Menschen wie immer. Schöne Menschen eh und je. Jedes Mal Festivalbesucher sei immer wieder schöne Menschen. Ich finde Festivals, das ist einfach immer diese Schönheit von den Menschen. Jeder Mensch ist auf auf seine eigene Art und Weise schön. So. Why am I doing this? Holy shit. Why am I doing this? So. Also, was haben wir denn hier? Bro, hier sieht man ja gar nichts außer einen schönen Luftballon. Achso, das ist die Stage. Das ist die Stage? Das ist nur eine Stage? Zwei. Warte. Warte. Und ich hau auch wieder zu auf gegen das Mikro, weil ich einfach so mich freue darauf. Wenn ich es richtig sehe, haben wir. Oh, die Kamera ist wieder davor. Hier unten ja den Zeltplatz. Würde ich jetzt sagen. Wahrscheinlich auch noch ein bisschen größer, weil da sieht mir ein bisschen zu viel. Sind mir ein bisschen zu viele Leute. Vor der. Das müsste hier die Mainstage sein, wenn ich es richtig sehe. Cool mit so einem kleinen See. Feier ich. Weil das könnte auch die. Okay. Gut, du hast auf jeden Fall zwei Stages, so wie es aussieht. Sehr cool. So mitten im Feld feiere ich. Ein kleines Wäldchen daneben. Das ist cool. Das sieht geil aus. Herzlich willkommen beim Open Beats. Laber nicht. Oh, mit sowas kriegst du mich, ne? Mit sowas kriegst du mich einfach. So ein bisschen schön behind the scenes und alles. Festival 2024. Ich bin der Flo, Geschäftsführer vom Open Beats. Der Aufbau Moin, Flo. beginnt ca. 2 Wochen vorm Festival. Also das Kernteam besteht aus 15 Leuten. Während dem Aufbau sind auch über 200-300 Leute hier beschäftigt. Heute sind wir wahrscheinlich so bei 1800 und ab morgen wahrscheinlich 2000, die für euch arbeiten. Wir haben Warte, nochmal zu viele Zahlen. Ich bin nicht so gut in den Zahlen. 20. Ich bin der Flo, Geschäftsführer vom Open Beats. Der Aufbau beginnt ca. 2 Wochen Warte mal, wie alt ist der Mann? Ach ne, das hat er gar nicht gesagt. Egal. vorm Festival. Also das Kernteam besteht aus 15 Leuten. Während 15 Leute Kernteam. Gut, ne, kann man verstehen. Das ist so, ne, so die höheren Leute. Okay. dem Aufbau sind auch über 200-300 Leute hier beschäftigt. Heute sind Nehmen wir mit, ist eine gute Anzahl, sag ich mal so. Ist eine gute Anzahl. Aber was er jetzt droppt. wir wahrscheinlich so bei 1800 und ab morgen wahrscheinlich 2000, die für euch Wie bitte? Also dann müssen wir gleich nochmal einen anderen Shot sehen vom Festival, weil, Bro, was machen so viele Leute da? Gut.
2 Wochen vorher ist jetzt ein bisschen knapp bemessen vielleicht für nur 300 Leute, aber Bro, Arbeiten. Wir haben relativ viel investiert in den Bereich Infrastruktur auf dem Gelände. Wir haben als Schotterwege gebaut. Das letzte Jahr hat uns ja gezeigt, dass unser Gelände bei Regen auch schnell zur Schlammschlacht wird. Also die Zusammenarbeit ist schon sehr wichtig. Es geht halt nur als Teamleistung, so einen Aufbau umzusetzen. Es lief Jede eigentlich alles Mal. ziemlich wie geplant. Jetzt heute haben wir noch ein paar kleine Baustellen, die wir beseitigen müssen, aber die gibt's immer. ich finde es halt geil, ne, dass du so diese unterschiedlichen Ansichten hast. Du hast diese unterschiedlichen, von den 15 Leuten wahrscheinlich da, die ordentlich was zu melden haben da. Und dass die so darüber sprechen, finde ich mega geil. Auch, dass sie mitten in den Feldern so Schotterweg machen dürfen und so. Geil. Muss aber auch. Ne? Sind wir mal ganz ehrlich, muss aber auch. Die haben wir bis morgen auch beseitigt. Gestern haben wir alle auf dem Campingplatz beseitigt und heute machen wir das Infield noch fertig und dann kann es morgen auch losgehen. Es ist einfach der Wahnsinn, was jetzt hier aufgebaut wurde in den letzten Tagen. Und man will jetzt einfach, dass es losgeht, dass die Leute kommen und ja, dass wir einfach Spaß haben. Das wird auch immer mehr, ne? So diese Fitness-Dinger und so. Finde ich auch mega geil. So, man merkt halt, dass dieses gesunde. Das Festival ist halt nicht dieses, ja, okay, du gehst da hin, hast eine geile Zeit und besäufst dich einfach nur und ernährst dich wie der größte Ampelmann, sondern dieses Fitness-Ding kommt halt immer mehr. Ich kann verstehen, dass manche das abfuckt. Manchmal ist es so, aber man muss halt wirklich sagen, Fitness, gerade für uns Menschen, die halt immer mehr in den Arsch geschoben kriegen, im Sinne von, wir haben unsere Handys, wir haben PCs, Fernseher, whatsoever. Wir bewegen uns halt nicht viel, die meisten. Ist das halt mega geil. Bro, ich lob die dafür. Ich lob die dafür. Und dann knallen die sich hier, dann sind die da am Zong? What the fuck? Ist das crazy? Aber ich finde, im Wald haben die ja auch was stehen, das checke ich jetzt gerade erst. Ich finde, du merkst halt trotzdem, oder denkst halt trotzdem, wenn du das siehst, dass es noch nicht so ein großes Festival ist. Bis jetzt. Einfach im Wald, das ist doch auch irgendwie cool. Ich nehme auch alles zurück. Also Real Talk, Schere da oben, ja, 300 Leute schaffen das auch in 2 Wochen. Ja, wenn man sieht, wie viel die da reinstecken in dieses, für die Sachen fürs Auge. Ne? Alleine hier diese Spinnweben und allen Bums so. Ja gut, das dauert halt. Da brauchst du halt doch mehr Leute. Gut, den ziehe ich mir an. Aber auch cool, wie viele Minibühnen die haben, ne? Ich meine, ja, okay, gut, ne? Was wir vorhin gesehen haben, war ja mehr so auf dem Campingplatz. Finde ich aber auch geil, dass die da dann so extra so eine kleine Stages haben, sag ich mal so. Ich meine, oft ist es ja so, dass die das einfach selber machen, die Campingbesucher oder Festivalbesucher. Hier, mitten im Wald. Wir haben eigentlich eine extra Stage hier, aber hier ist nochmal so eine kleine Mini-Dingens, wo alle drumherum sind. Voll cool. Das gibt so einen ganz anderen Vibe, finde ich.
Geil gemacht. Nein, 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 nein. Alleine, dass die Musik auch so mal kurz gedämmt ist, ist geil. Tritt ein ins kleinste Festival der Welt. Ist das krank. Achtung, Videoüberwachung. Das ist doch nicht mehr normal. Aber geil, also, ne, am Anfang, du guckst da drauf, denkst dir, ja, okay, 2 Stages. Ey, wir haben jetzt schon, keine Ahnung, wie viele Stages gesehen. Voll cool. Und gefühlt auch für jeden was dabei, ne? Bis jetzt. Wir gehen jetzt halt einmal übers Gelände, sprechen mal mit Komischer Übergang, sag ich mal ganz ehrlich, war ein komischer Übergang. allen Positionen, die halt den Bereich verantworten, gucken, ob alles passt, ob alles funktioniert hat und hören uns das mal an, wo wir gegebenenfalls kurzfristig halt noch optimieren können und ob Bro, das ist der Chef, ne? alles passt, ob alles funktioniert hat und hören uns das mal an, wo wir Gefühlt sind ja beide Chefs. Knallen sich da erstmal richtig einen hinter. So muss ein Chef sein. Oder so müssen Chefs sein. Daumen hoch! gegebenenfalls kurzfristig halt noch optimieren können und auch eingreifen können. Hier in der Lakestage haben wir jetzt eine Verschiebung vom Künstler, der kommt zu spät, also halbe bis dreiviertel Stunde Verspätung. Sowas kannst du halt vorher nicht planen, also dann muss halt kurzfristig das komplette Line-Up verschoben oder angepasst werden. Es wird nie das Konzept geben, wo es keine Probleme gibt. Wir haben 2014 angefangen. Aber auch cool, wie gesagt, ne, dass wir im Aftermovie behind the scenes genommen werden. Voll geil. Voll geil. Mit dem OpenBC. Ja, aber unser Team ist da tatsächlich seit Anfang an dasselbe, das mit uns gewachsen ist. Wenn das Team nicht zusammenhält, dann funktioniert es auch Jetzt nicht. habe ich wieder nicht zugehört, tut mir leid. Geben, wo es keine Probleme gibt. Wir haben 2014 angefangen mit dem OpenBC. 2014, so lange gibt's das schon. Aber man muss ja auch wirklich sagen, zu der Zeit sind ja, ne, 2006, 8 bis 2016 oder so, sind ja so viele Festivals aus dem Boden gesprossen und wieder vergangen und auch nicht. Krass. 10 Jahre? Ja, aber unser Team ist da tatsächlich seit Anfang an dasselbe, das mit uns gewachsen ist. Wenn das Team nicht zusammenhält, dann funktioniert es auch nicht. Und darum sind wir, glaube ich, umso glücklicher, dass das Team einfach so einen festen Zusammenhalt hat. Also ich denke, wir werden jetzt So muss es ja auch sein. großartige Problemchen gut über die Bühne bekommen. Dann machen wir ein schönes Closing und dann haben wir ein richtig geiles Wochenende gehabt. Ja. Und das ist aber auch, ne, das wird mir jetzt gerade erstmal wieder bewusst. Man geht aufs Festival und es gibt so viele unterschiedliche Musikrichtungen eigentlich, ne? Und es klappt einfach. Das ist auch irgendwie so geil an Festivals, ne? Oh, scheißegal, was für Mucke du hörst, so, Hauptsache, du hast deinen Spaß. Und du kannst auch mit anderen da. Wenn du es nicht kannst, erzähl ihn ab nach Hause. Ganz ehrlich, dann hast du auf dem Festival nichts zu tun. Wird mich so eine Kacke in letzter Zeit ab. Geil, ey. Können wir mal darüber reden, was die hier für Übergänge geballert haben? Wie gut dieses Video gemacht ist? Und wir kriegen nebenbei nochmal Behind the Scenes? Also bitte. Also bitte, bitte, bitte. Wie kann man sich das angucken und vielleicht von den großen Stages nicht, von den großen Festivals nicht sagen, die kein Storytelling haben, ey, lass uns das nicht, oh, lass uns das so ähnlich machen. Oh, das ist mega geil. Bloß diese Übergänge, die nehme ich ein bisschen auseinander. Da bin ich ganz ehrlich. Diese Übergänge, ne, wo einfach die Musik einfach aufhören, da krieg ich zu viel.
Gott, es sieht aber auch so schon cool aus. Ne? Es sieht nicht so fucking riesig aus. Das liegt ja auch daran, dass hier überall irgendwo was verstreut ist, gefühlt. Aber finde ich mega geil. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. Hey, Glückwunsch! I walk alone, I walk alone. Boah. I walk alone, I walk alone. Geil. Finde ich cool. Holy shit! Geil, ey. Bro, ich sag ganz ehrlich, das ist richtig geil gemacht. Das ist richtig geil gemacht. Das ganze Aftermovie, das macht so Bock zu gucken. Und du hast so Bock, dir das auch reinzuziehen und denkst dir so, boah, ist das geil. Was ja auch ein Aftermovie irgendwie sein soll, ne? Es soll diese Geilheit zeigen. Du sollst Bock darauf haben und eigentlich im Nachgeschmack soll das heißen so, komm hier hin. Und das macht Bock. Auch wenn die Bühne ein bisschen komisch aussieht. Bin ich ganz ehrlich, hebe ich auch, weiß ich nicht, hebe ich nicht die Schere für, aber ich fand die Bühne ein bisschen komisch. Auch wenn die so mit Lasern als geil aussieht. Musik ist was ganz Abgefahrenes. Es ist nämlich eine Art Sprache. Das ist eine nonverbale Kommunikation. Rede mal. Und dann wird es halt zum Schluss nochmal super emotional und dann ist alles voller Liebe und alles so, oh. Und das ist halt der schönste Moment. Das hat mein Herz. Ich lieb's. Und das Witzige dazu ist sogar noch, finde ich, so ein bisschen, ne, du guckst dir die Männer an und die sehen aus, als wären da die härtesten überhaupt. Und das ist geil, wenn die dann so über Emotionen reden und sowas. Herz wirklich sehr schön erwärmt. Das Open Beats Festival ist für mich gerade echt das Highlight des Jahres gerade, wirklich. Ich meine, welches Festival macht es möglich, dass man hier einfach noch mit einem Heli über diese wunderschönen Felder fliegen kann? Es ist nicht selbstverständlich, dass ihr jedes Jahr so viel Energie, Nerven, Zeit und Herzblut in das Open Beats Festival steckt. Man merkt von Jahr zu Jahr, wie viel Mühe dahinter steckt. Diese 3 Tage geben so viel positive Energie. Einfach voller Freude. Das kann ich mir auch, also bin ich ganz ehrlich, klar, du hast viele Festivals, du hast immer diese positive Energie und sowas, gar keine Frage. Aber ich finde, allein von dem Gucken jetzt, was ich bis jetzt gesehen habe, ne, ist es halt so dieses, du hast so viele unterschiedliche Sachen, du siehst aber, das ist auch so, ne, dann hörst du, ey, du hast so ein kleines Team, natürlich schön viele Mithelfer, so, ne, aber dieses kleine Team, und die machen sich da ihre Gedanken und dann siehst du das und es ist trotzdem so wunderschön. Deswegen ist es unfassbar gemacht. Glück. Ich bin einfach jedes Jahr geflasht und so dankbar, dass ich dabei sein darf. Das war mein allererstes Festival, immer wieder was Besonderes, hier sein zu dürfen. Open Beats, danke, dass wir hier sein dürfen. Danke für diesen wunderschönen Abend. Heute haben wir, glaube ich, alles vergessen können, was gerade um uns herum passiert. Ich hoffe, wir haben noch eine sehr geile Zeit. Und dafür ist ein Festival Dank, dass da. ihr so loyal seid und dass ich jedes Jahr hier sein darf. Es fühlt sich fast schon an wie so ein zweites Heimspielfestival. Ja, man fühlt sich einfach heimisch hier. Es ist ein familiäres Gefühl, hier zu sein. Hier ist dieser Community-Gedanke. Hier gibt es keine Fans von dem Festival, sondern wirklich eine Community vom Festival. Und das ist immer schön hier. Es ist einfach wirklich wie eine... Das ist verrückt, ey. Das gibt so ein bisschen das wieder, was ich am Anfang so gedacht habe, ne? Das ist halt so ein... Es kommt einem vor, wenn du das siehst, dass es so ein kleines Festival ist. Dann siehst du auf einmal diese ganzen Stages, dann siehst du auf einmal die ganzen Leute, die da rumrennen und du denkst dir so, wow, es ist doch ein großes Festival. Aber ich glaube einfach dieses Ding, dass es so dieses Community-Ding ist, sag ich mal. Ne, du guckst dir das an und du denkst halt, ja, okay, das ist so eine zusammengeschlossene Community, die einfach Party unter sich macht. Extrem gesagt jetzt. Gibt dir einfach so dieses Gefühl. Was aber auch mega geil ist. Wenn du das hinbekommst, obwohl du ein großes Festival bist, was willst du mehr? Eine Familie. Dass wir halten, egal was ist, immer zusammenfinden, für alles zusammen
eine Lösung. Sehr besonders macht, dass einfach das ganze Team eine ganz große Familie ist. Das Team, dieses Wir-Gefühl, Das ist Gänsehaut, wirklich. Und mir sind da immer so ein bisschen die Tränen in den Augen, wenn ich dann sehe, woran man das ganze Jahr über gearbeitet hat. Und da bin ich einfach richtig stolz. Open Beats für mich ist mein Leben. Ich mache das ganze Jahr nichts anderes. Open Beats bedeutet für mich tatsächlich Familie, die ich hier erst kennengelernt habe und über Jahre eine wirkliche Freundschaft entstanden ist. Ich habe alles aufgegeben und alles investiert in Open Beats, meine Freizeit, mein kompletter beruflicher Werdegang. Ich würde es wieder tun, weil ich liebe es, das zu machen und ich kann es jeden Tag machen, 24/7. Das ist nach meiner eigenen Familie die schönste Familie, die ich mir vorstellen kann. Ne? Och, Mann, ey. Da kommt mir gleich auch eine Träne, ey. Aber das ist so schön, sowas dann noch am Ende, ne? Aber auch wie er da auf die Kacke haut, sag ich mal. Aber es ist ja auch so. Ne, du gibst alles dafür und am Ende musst du darauf halt auch stolz sein. Und ich finde, das siehst du dann auch immer so bei Festivals. Gerade wenn die dann, ne, vielleicht ihr Tempo, sag ich mal, vom größer werden und Preise und whatsoever so wirklich anpassen. Gerade auch dieses Community-Ding so. Ich finde, du merkst das alles so, dass die das da reinstecken und dass die da Bock drauf haben und nicht machen, um ordentlich Geld zu scheffeln. Wofür Festivals ja auch eigentlich nicht sein sollten. Sondern, sind wir ehrlich, Festivals sind dafür da, um einfach zusammenzukommen, um Spaß zu haben, Musik zu feiern, vielleicht mal ein bisschen irgendwie zu saufen, was auch immer, aber das ist alles nebensächlich. Spaß haben, vielleicht so neue Freunde vielleicht sogar finden, Bekanntschaften, whatsoever und eine riesen Gemeinschaft sein, die einfach auch Bock hat auf Musik. Auf fucking Musik. Das meine ich nämlich, ne? Es sieht halt so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht einfach sagen, ne? Ja doch, es ist so ein bisschen einfach, weil es einfach so Platten sind, wo irgendwas drauf gemalt wurde, sag ich mal. Aber am Ende des Tages bin ich ja auch ganz ehrlich, und das hatte ich auch zwischendurch, durch diese Leinwände, die du da halt integriert hast, sieht es halt mega geil aus. Dann kommen die Lichter dazu und zack, dann vergisst du schon alles, dass es so einfach ist, sag ich mal. Und es zeigt ja auch, du musst nicht die größte Scheiße da aufbauen. Du musst nicht alles zerreißen, sondern du kannst auch mit sowas geile Emotionen rausholen, Spaß haben und ein geiles Festival machen. Darauf kommt's an. Geil. Ah, wen haben wir denn hier? AOK, Allgäu Hit, keine Ahnung, was ist das? Crazy. BMW, okay, bei Coca-Cola, Corona, DJ und Papa, kann ich nicht. Ja, egal, ist so crazy, dass es immer dabei ist, ne? Kabelflug, Gartenmöbel, alles klar. War Red Bull, ne? Machen Festival, Red Bull ist gefühlt jedes Mal dabei. Finde ich aber auch geil. Ob man die jetzt mag oder nicht, ne? Aber man muss halt sagen, wo Red Bull halt sag mal, Red Bull unterstützt schon vielen Shit, das ist einfach so. Ob man es jetzt mag, ob man es jetzt nicht mag, was auch immer. Oh, das war jetzt. Oh, da bin ich mal gespannt. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, ein dickes Shoutout an das Team auf jeden Fall. Nicht nur das Team, was... Also sag ich ganz ehrlich, was dieses fucking geile Aftermovie gemacht hat. Also dafür sowieso ein Shoutout. Ey, es hat mega Spaß gemacht zu gucken. Geil, diese Emotionen nochmal zum Ende nochmal richtig krass rausgeholt aus einem. Oder aus dem ganzen Festival, sag ich mal so ein bisschen. Finde ich sehr cool gemacht. Schnitt. Oh, crazy. Geile Musikauswahl. Ne, du wirst auch reingesungen, okay, diese Musik wird da gespielt, das wird da gespielt, das wird da gespielt. Mega. Mega, mega geil gemacht. Aber auch an das Open Beats. Ja, ein dicker Showdown, ne? Crazy, dass sie das so geil aufziehen können. Mit, oder schon so lange und dann mit so einem kleinen Team, sag ich jetzt mal. Verrückt, verrückt. Sieht halt mega geil aus. Bin ich echt gespannt, was ich da noch zu alles so sehen werde.
Ne? Ältere Aftermovies, neuere Aftermovies und was auch immer. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Ja. Oh, Open Beats. Also ich muss ehrlich sagen, wo ich hier reingegangen bin, habe ich nicht gedacht, dass ich vielleicht sogar emotional werde. Und zum Ende, da ist mir ein paar kleine Tränchen gekullert, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht hat man es nicht gesehen, dann habe ich es gut versteckt mit dem Schatten meiner Cap. Aber Wahnsinn. Richtig schönes Aftermovie. Wenn nicht sogar mit eines der besten, einfach, weil du überall so geil reingezogen wirst. Dieses Emotionale, sowas catcht mich einfach, ne? Und dann dieses Familiending, dass sie so auf die Kacke hauen, da feier ich. Deswegen, geiles Aftermovie, Open Beats. Bin gespannt, was da noch so kommt. Und vielleicht wird mein Arsch da auch irgendwann mal zu sehen sein. Wir schauen einfach mal. Und ja, sonst sehen wir uns bei der nächsten Reaction wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.